Was genau bekommt man für 300 Euro auf dem Gebrauchtmarkt? Zudem eure Fragen und meine Antworten zum Fahrzeug jetzt in diesem Video. Kurz zur Erklärung, worin unterscheidet sich der TRX4 Sport vom normalen TRX4? Der normale TRX4 kommt grundsätzlich mit einer lizenzierten Karosserie. Beim TRX4 Sport hingegen ist es eine Traxxas eigene Karosserie ohne Lizenz. Beim Chassis lassen sich die Differentiale nicht öffnen und sperren, sondern hier ist es so, dass die Differentiale durchgehend gesperrt sind. Zudem verfügte dieses Fahrzeug nicht über ein Zweiganggetriebe. Du hast grundsätzlich immer dieselbe Übersetzung. Das Ganze siehst du natürlich auch an der Fernsteuerung. Die Schalter, um die Gänge zu wählen bzw. die Differentiale zu öffnen und zu sperren, entfallen. Zudem gibt es hier auch nicht die Möglichkeit, ein Bluetooth-Modul in die Fernsteuerung zu integrieren. Warum habe ich mich für dieses Fahrzeug entschieden? Ich brauchte eine möglichst günstige Basis für ein neues Projekt, eine tolle neue Zusammenarbeit. Sei gespannt, das wird richtig cool. Und dafür hatte ich jetzt nicht die finanziellen Mittel, wahnsinnig viel Geld auszugeben. Dennoch wollte ich auf altbewährtes vertrauen und das ist bei mir einfach der TRX4. Er fährt super, ich habe klasse Erfahrung damit und das Chassis geht einfach fast überall drüber. Bei meiner Preisvorstellung musste ich dann natürlich Abstriche machen. Die Differentiale kann ich jetzt nicht öffnen und sperren, wie ich möchte. Und auch zwischen einem Speedgang und einem Kriechgang kann ich jetzt hier nicht wählen. Das ist alles fest. Aber dafür bekomme ich eine super Substanz, um darauf aufzubauen. Die Karosserie, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Die finde ich jetzt nicht besonders, aber es kommt mir auch hauptsächlich aufs Chassis drauf an. Und für 300 Euro gebraucht etwas Besseres zu finden als einen TRX4 Sport ist wirklich ziemlich schwierig. Dieses Fahrzeug finde ich super für Einsteiger, die erstmal für sich herausfinden müssen, ist das etwas für mich, mag ich das Crawler fahren oder nicht. Für Einsteiger, die aber auch sagen, okay, ich fange bewusst etwas höher an und versuche mich an etwas qualitativ hochwertigerem. Man könnte jetzt natürlich auch mit einem TRX4M, mit einem kleinen anfangen, aber für Einsteiger mit einem gewissen Budget. Auch sehr gut kann ich mir dieses Fahrzeug vorstellen für den Nachwuchs. Der Papa, der hat vielleicht schon den ein oder anderen Crawler und jetzt möchte der Nachwuchs natürlich auch sein persönliches Fahrzeug haben und dann ist sowas hier gerade auch gebraucht wirklich ein schöner Einstieg, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber natürlich auch, so wie ich, jemand, der jetzt eine günstige Basis sucht, die Stoßstangen und die Karosserie über Bord wirft und sich hauptsächlich hier um das Chassis kümmern möchte. Schauen wir uns das Fahrzeug doch erstmal an. Also die Karosserie hier, die ist komplett Geschmackssache. Traxxas typisch ist sie einfach super gut lackiert. Wir haben hier überhaupt keine Läufer sowieso nicht, aber auch keine Farbunterschiede. Die Aufkleber sitzen und von der Wertigkeit her ist die Karosserie absolut in Ordnung. Was man jetzt natürlich nicht voraussetzen darf, das sind jetzt hier funktionierende Lampen oder irgendwelche Scale-Details. Nein, das hier ist wirklich ein Einsteigerfahrzeug oder für jemanden, der wirklich bei Null anfangen möchte. Es ist lediglich eine lackierte Lexan-Karosserie mit entsprechenden Aufklebern dazu. Natürlich kann man dieses Fahrzeug hier auch als Bausatz kaufen und auch diese Karosserie und weitere Karosserien in klar, sodass man die dann noch nach individuellen Wünschen selber lackieren kann, aber auch sich die Elektronik hier selbstständig aussuchen kann. Dann kommt man aber mit 300 Euro gar nicht mehr hin. Alleine der Bausatz, der ist schon etwas teurer. Die Karosserie hat jetzt hier im Gebrauchszustand ein paar Macken abbekommen. Der Wagen hat vielleicht 3-4 Mal auf dem Dach gelegen, aber ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr gut zufrieden mit meinem Kauf. Wenn man sich das hier so anschaut, wir haben erstmal keine groben Beschädigungen, es ist noch alles mit dabei. Die Reifen sehen erstaunlich gut aus, die Karosserie hat
keinerlei Risse. Das gefällt mir also richtig gut. Wenn man die Karosserie nochmal aufarbeiten möchte, damit irgendwas Schönes noch machen möchte, dann kann man das sicherlich tun. Bei mir wird sie erstmal auf den Dachboden wandern, da bin ich mir doch sehr, sehr sicher. Die Karosserie ist das eine, das Wichtigere ist natürlich das Chassis und das möchte ich mir jetzt mit dir einmal anschauen. Bei einem Kleinanzeigenportal kann man natürlich auch immer daneben greifen. In diesem Fall möchte ich sagen, habe ich wirklich einen sehr guten Griff gemacht. Das Fahrzeug macht einen sehr gepflegten Eindruck, einen sehr sauberen Eindruck und bis auf eine leicht eiernde Kardanwelle hier vorne ist mir nichts weiter aufgefallen. Ich habe hier schon mal einen anderen Stecker dran gelötet für meine Akkus. Ansonsten ist dieses Fahrzeug genau so bei mir angekommen und ich muss echt sagen, er ist fertig aufgebaut, er ist ready to run. Akku und Ladegerät sollte man natürlich selber haben. Dann kann man hiermit direkt losstarten, direkt aus der Box und das finde ich für den Preis wirklich unschlagbar. Was jetzt natürlich bei dem Sport direkt auffällt, dass uns hier die kleinen Servos fehlen. Wie bereits mehrfach erwähnt, die Differentiale können wir natürlich nicht öffnen und sperren. Die sind dauerhaft gesperrt und wir verfügen auch nur über eine Übersetzung und können hier nicht zwischen zwei Gängen wählen. Aber ansonsten ist das hier ein vollwertiges TRX4 Chassis mit dem ganz klassischen Regler dazu, mit den verschiedenen Fahrmodi und dem 550er Brushed Motor mit 21 Turns und der wasserdichten Empfängerbox. Nun möchte ich gerne auf die Zuschauerfragen von euch eingehen und die erste kommt von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Julienko Kamcic und er fragt, ist er ein guter Konkurrent zum normalen TRX4, ohne sehr viel Geld in die Hand nehmen zu müssen zum Pimpen? Und ich muss sagen, ja, in meinen Augen absolut. Die Differentiale sind durchgängig gesperrt und du hast eine Übersetzung. Aber was kannst du beim TRX4 in der normalen Version mehr machen? Du kannst die Differentiale öffnen. Okay, das kann dir in der einen oder anderen Situation einen etwas besseren Wendekreis geben. Aber wenn es wirklich drauf ankommt und du richtig ins Gelände willst, dann sperrst du ja deine Differentiale. Und ja, du kannst natürlich beim TRX4 etwas schneller zu deinem Ziel kommen, indem du in den Speedgang schaltest und dann an deinem gewünschten Punkt zurück in den Crawl-Modus schalten und dann in dem ersten Gang dich überall hochrangeln. Aber die Übersetzung finde ich hier eigentlich recht schön gewählt. Ich habe jetzt hier nicht den Eindruck, dass man hier zu wenig Kraft hat oder zu langsam ans Ziel kommt. Ansonsten kannst du sämtliche Sachen auch pimpen, von der Stoßstange, von der Karosserie, von den Rädern etc. Es ist ein ganz normales TRX4 Chassis und wenn du das gerne pimpen möchtest und du ein gewisses Budget hast, dann würde ich an deiner Stelle erstmal mit einer anderen Karosserie starten. Such dir mal irgendwie eine schöne Lexan-Karosserie. Es gibt auf dem Aftermarkt so viele Möglichkeiten, sich eine individuelle Karosserie rauszusuchen. Vielleicht eine ganz klassische Lexan-Karosserie in deiner Wunschfarbe draufgesteckt und dann sieht das Fahrzeug schon mal ganz anders aus und du hast es schon mal individualisiert. Also ja, du kannst auch für günstiges Geld dir hier einen sehr schönen Crawler aufbauen. Die nächste Frage kommt von The G-Class. The G-Class fragt, wie leicht ist es, sperrbare Diffs einzubauen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht in meinen Augen keinen Sinn. Du müsstest hier höchstwahrscheinlich andere Achsen einbauen, dann müsstest du dir deine Differentialservos hier zusätzlich einbauen. Du brauchst eine andere Funke, um das Ganze steuern zu können. Und wenn ich mir jetzt überlege, was alleine die Servos kosten, was die Achsen kosten, was eine Fernbedienung kostet, also mit viel handwerklichem Geschick, okay, kann man das sicherlich irgendwie hinkriegen. Ich habe es nie gemacht, deswegen kann ich dir das nicht sagen, wie einfach das geht. Aber in meinen Augen macht es keinen Sinn, einen TRX4 Sport mit sperrbaren Differentialen auszustatten. Da würde ich dir eher empfehlen, schau nach einem gebrauchten TRX4, der kostet dich vielleicht 150 Euro mehr, du hast aber keine Arbeit, du hast altbewährte Technik und du kannst dann in die Funke auch hinten direkt schon ein Bluetooth-Modul einbauen. Du hast also direkt wesentlich mehr Möglichkeiten, es kommt direkt vom Hersteller. Das ist meine Empfehlung an dich. Lass es hier was einzubauen, schau nach einem gebrauchten
TRX4. Wenn du diese Features haben möchtest, dann hast du auch direkt ein Zweiganggetriebe mit dabei. Da kommst du in meinen Augen am besten mit weg. Dann gibt es noch eine spannende Frage von Forelle Amöbe 43. Und Forelle Amöbe 43 fragt, gibt es einen Unterschied in Sachen Verschleiß zu den Achsen des normalen TRX4? Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier bei dem TRX4 Sport haben wir eine ganz normale Achse, ein Differentialgehäuse und in diesem Differentialgehäuse kommt unsere Kardanwelle an und überträgt die Kraft auf die Achse. Die Achse überträgt dann die Kraft weiter an die Räder. Beim TRX4 ist es so, dass wir dann hier in diesem Differentialgehäuse noch eine Mechanik drin haben mit einem kleinen Seilzug und einem Servo, was sich hier am Chassis befindet, was dann hin und her schaltet, ob das Differential geöffnet oder gesperrt ist. Ich habe diesen Verschleiß nie gemessen, aber es gibt eine Sache, die ich ganz entscheidend finde, und zwar, je mehr Mechanik du hast, desto mehr kann natürlich auch kaputt gehen. Je mehr ich etwas schalte und verändere, desto höher ist in meinen Augen natürlich auch der Verschleiß. Wenn du es starr hast, so wie hier, dann hast du natürlich auch einen gewissen Verschleiß, ganz klar. Aber wenn du dann da noch mehr Bewegung drin hast und immer wieder öffnest und sperrst und öffnest und sperrst, dann hast du einfach mehr Verschleiß, auch wenn es geringfügig so ist. Und natürlich auch, wenn du das Differential offen hast, dann dreht sich da drin natürlich auch was. Ich muss sagen, dass bei meinem TRX4 so ein Differential noch nie kaputt gegangen ist. Es hat immer super gehalten. Von daher denke ich mal, ist der Schleiß nicht erheblich. Und ich habe jetzt auch noch nicht gehört, dass jemand beim TRX4 ständig ein defektes Differential hat und dass das hier beim TRX4 Sport alles jahrelang reibungslos läuft. Da habe ich keine Erfahrungswerte. Für mich ist es einfach nur logisch, wenn ich etwas schalten kann, wenn ich etwas verändern kann, dann habe ich auch erhöhten Verschleiß. Aber das kommt natürlich auch ganz entscheidend auf deine Fahrweise an. Wenn du die Differentiale zum Beispiel nur öffnest und sperrst, wenn du gerade stehst, dann dürfte der Verschleiß nicht messbar sein. Wenn du jetzt die ganze Zeit im zweiten Gang Vollgas gibst und die ganze Zeit öffnest und sperrst, dann sollte dir relativ klar sein, dass du da natürlich einen erhöhten Verschleiß hast bei den Zahnrädern, bei der Mechanik etc. Genauso ist es auch bei dem Zweiganggetriebe. Du hast natürlich hier bei der festen Übersetzung immer einen gewissen Verschleiß, ganz klar, aber bei einem TRX4 kannst du zwischen zwei Gängen wählen und dadurch, dass du schaltest, hast du natürlich auch minimal mehr Verschleiß, aber auch hier kommt es einfach auf die Fahrweise an. Gibst du die ganze Zeit Vollgas und schaltest von ersten in zweiten und andersrum und machst Wheelie und Stoppie, dann sollte dir bewusst sein, dass dein Getriebe leidet. Ganz klare Sache, wenn du wirklich stehen bleibst und vielleicht dann in den zweiten Gang schaltest, vorsichtig anfährst und erst dann wirklich Gas gibst, dann dürfte auch das Getriebe ewig halten. Es ist also immer auch eine Sache, wie man etwas benutzt. Der TRX4 Sport ist also in meinen Augen ein gutes, zuverlässiges Fahrzeug, wo wenig dran ist. Wo wenig dran ist, kann auch wenig kaputt gehen. Und von daher freue ich mich wirklich, dieses Fahrzeug hier als Basis zu haben für ein zukünftiges tolles Projekt. Hast du Fragen zum TRX4 Sport? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Bis dahin, dein World Control RC.